Täter häuslicher Gewalt wird, das heißt Frauen, die Opfer geworden sind. Ich frage mich, wie kriegen wir die Männer dazu? Maria Furtwängler und Hubert Burda waren über 3 Jahrzehnte lang eines der prominentesten Paare Deutschlands, bevor sie sich im August 2022 überraschend trennten. Ihre Beziehung erregte nicht nur wegen ihres 25-jährigen Altersunterschieds, sondern auch wegen ihrer bemerkenswerten individuellen Leistungen die öffentliche Aufmerksamkeit. Während Hubert Burda ein Medienimperium mit über 180 Zeitschriftentiteln leitete, etablierte sich Maria Furtwängler sowohl als erfolgreiche Schauspielerin als auch als promovierte Medizinerin der Ludwig-Maximilians-Universität München. Jetzt, 3 Jahre nach ihrer Trennung, ist eine schockierende Enthüllung aufgetaucht, die ein neues Licht auf ihre Beziehung und die Ereignisse, die zu ihrer Scheidung führten, zu werfen verspricht. Diese Entwicklung hat vor allem diejenigen interessiert, die den Weg der beiden seit ihrer Heirat im Jahr 1991 verfolgt haben, während der sie 2 Kinder großgezogen haben, ihre Musikertochter Elisabeth und ihren Unternehmersohn Jakob. Was hat Maria also enthüllt? Und warum macht das jetzt nach Jahren des Schweigens Schlagzeilen? Tauchen wir ein. Die Liebesgeschichte, die Deutschland in ihren Bann zog. Lange bevor ihre Trennung für Schlagzeilen sorgte, war die Verbindung von Maria Furtwängler und Hubert Burda eine der faszinierendsten romantischen Partnerschaften in Deutschland. Ihre Beziehung, die sich über 3 Jahrzehnte erstreckte, verband Prominenz mit Geschäftssinn und schuf eine mächtige Allianz, die die deutsche Öffentlichkeit in ihren Bann zog. Die Einzelheiten ihrer ersten Begegnungen bleiben weitgehend geheim, da das Paar sein Leben lang darauf bedacht war, persönliche Angelegenheiten aus dem Rampenlicht zu halten. Bekannt ist jedoch, dass ihre Beziehung bereits gefestigt war, bevor sie offiziell den Bund der Ehe schlossen. Als das Paar am 8. November 1991 seine Hochzeit feierte, hatte sich ihre Familie bereits gebildet. Zum Zeitpunkt ihrer Heirat war Maria 25 Jahre alt, während Hubert mit rund 50 Jahren etwa ein Vierteljahrhundert älter war als sie. Bemerkenswerterweise hatte das Paar zu dem Zeitpunkt, als sie sich das Eheversprechen gaben, bereits ihr erstes Kind empfangen und das zweite ist unterwegs. Dieser Zeitplan deutete auf eine Beziehung hin, die sich trotz oder vielleicht gerade wegen des großen Altersunterschieds schnell zu einer ernsthaften Bindung entwickelte. Für Furtwängler war es die erste Ehe, während Burda zuvor mit der Kunsthistorikerin Christa Maar verheiratet war. Der Hintergrund der beiden hätte kaum unterschiedlicher sein können. Maria stammte aus einer renommierten Künstlerfamilie, sie ist die Großnichte des berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler, während Hubert sich als Verleger und Unternehmer in den deutschen Medien einen Namen gemacht hatte. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1991 etablierte sich das Ehepaar Burda-Furtwängler schnell als eine beeindruckende Partnerschaft, die Star Power mit Geschäftssinn verbindet. Die Familie wuchs um Tochter Elisabeth, die heute 30 Jahre alt ist und unter dem Namen Carrefour eine Musikkarriere verfolgt, und Sohn Jakob, 32 Jahre alt, der als digitaler Geschäftsmann in die unternehmerischen Fußstapfen seines Vaters getreten ist. In den Anfangsjahren ihrer Ehe blühten beide Partner beruflich weiter auf. Maria erlebte ihren Durchbruch 1987 mit der ARD-Vorabendserie Die glückliche Familie und wurde anschließend durch ihre Rolle als Charlotte Lindholm in der beliebten Krimiserie Tatort zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland. Neben ihrer Schauspielkarriere absolvierte sie zudem eine Ausbildung zur Ärztin, die ihre intellektuelle Bandbreite unter Beweis stellt. Hubert baute derweil sein Verlagsimperium weiter aus und machte Burda Media zu einem der einflussreichsten Medienunternehmen in Deutschland. Trotz ihres vollen Terminkalenders gelang es dem Paar, ein Familienleben zu führen, das trotz aller Widrigkeiten weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschirmt blieb. Obwohl das Paar jahrzehntelang eine feste Größe im öffentlichen Leben Deutschlands war,
gelang ihm ein außergewöhnliches Kunststück. Es hielt sein Privatleben weitgehend aus den Schlagzeilen heraus. Wie eine Quelle feststellte, schaffte es das Paar, sein Familienleben über all die Jahre hinweg aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Furtwängler gewährte gelegentlich Einblicke in die Dynamik ihrer Beziehung. In einem Interview mit dem Spiegel aus dem Jahr 2012 verriet sie, wie die Ehe mit dem Medienmagnaten zu ihrem eigenen Weg zum Selbstbewusstsein beigetragen hat. Ich habe einen extrem starken und selbstbewussten Mann, in dessen Schatten man leicht zum Teil der Umwelt, zum Satelliten wird. Es klingt unglaublich klischeehaft, aber das hat vielleicht ein noch größeres Bedürfnis geweckt, mich selbst und meine eigene Welt zu finden. Ihre gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit wurden sorgfältig ausgewählt, wobei die jährliche Bambi-Verleihung, präsentiert von Burda Media, eine konsequente Ausnahme darstellte, bei der sie gemeinsam auftraten. Auch nach der Bekanntgabe ihrer Trennung im August 2022 hat das Paar diese Tradition beibehalten und ist bei der Bambi-Verleihung 2024 gemeinsam mit ihren Kindern aufgetreten. 3 Jahrzehnte lang waren Maria Furtwängler und Hubert Burda ein deutsches Powerpaar, dessen Beziehung die Öffentlichkeit nicht nur wegen ihrer Persönlichkeit faszinierte, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie es schafften, ihre unterschiedlichen Welten zu vereinen und gleichzeitig den Kern ihrer Beziehung geheim zu halten. Hinter verschlossenen Türen Zeichen einer wachsenden Distanz. Obwohl die Beziehung von Maria Furtwängler und Hubert Burda auf den roten Teppichen Deutschlands wie aus dem Bilderbuch erschien, stand sie im Verborgenen vor besonderen Herausforderungen. Auch wenn sie bei Veranstaltungen wie der Bambi-Verleihung nach außen hin geschlossen auftraten, gab es schon Jahre vor der offiziellen Bekanntgabe ihrer Trennung subtile Anzeichen für eine wachsende Distanz. Der beträchtliche Altersunterschied von 26 Jahren zwischen Furtwängler und Burda brachte es mit sich, dass sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befanden, was zu unterschiedlichen Prioritäten und Perspektiven führte. In einem seltenen Interview mit dem Spiegel aus dem Jahr 2012 räumte Maria Furtwängler ein, dass sie sich in einer anderen Lebensphase befinde als ihr deutlich älterer Mann. Als ihre Kinder Jakob und Elisabeth allmählich selbstständig wurden, erlebte Furtwängler, wie sie es beschrieb, einen ganz neuen Energieschub und große Neugier auf die Möglichkeiten des Lebens. Dieser neue Elan stand im Gegensatz zu Burdas Sichtweise, die sie angesichts seines Erfahrungshorizonts als anders bezeichnete. Jahrzehntelang bewahrte das Paar trotz seines Bekanntheitsgrades meisterhaft seine Privatsphäre. Berichten zufolge ist es ihnen zu verdanken, dass sie ihr Familienleben über all die Jahre hinweg weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben. Dieser Schutz der Privatsphäre ermöglichte es ihnen, die Herausforderungen ihrer Beziehung abseits des Medieninteresses zu meistern, auch wenn sie weiterhin gemeinsam bei ausgewählten öffentlichen Veranstaltungen auftraten. Furtwänglers berufliche Identität veränderte sich im Laufe ihrer Ehe erheblich. Obwohl sie zunächst vor allem als Burdas Ehefrau bekannt war, etablierte sie sich durch ihre Arbeit im Tatort und anderen Produktionen als angesehene Schauspielerin. Zudem war ihr medizinischer Hintergrund eine wichtige Grundlage. Das Studium an der TUM, Technische Universität München, habe sie entscheidend geprägt und sei ein gutes Gegengewicht zur eher selbstherrlichen Schauspielwelt. Neben ihrer viel schauspielerischen und medizinischen Laufbahn widmete sich Maria zunehmend der Philanthropie und der Lobbyarbeit. Sie entwickelte ein persönliches Interesse an der Unterstützung junger Frauen und Mädchen, wo immer sie Verachtung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Dieses Anliegen wurde zu einem zentralen Bestandteil ihrer Identität und führte schließlich zur Gründung der Malisa Foundation, um Geschlechterstereotypen in den Medien zu bekämpfen. In einem ihrer aufschlussreichsten Interviews gab Furtwängler einen seltenen Einblick in die Machtdynamik in ihrer Ehe. Sie beschrieb ihren Mann als
extrem stark und selbstbewusst und räumte ein, dass man in einer solchen Beziehung leicht zu einem Teil der Umgebung wird, zu einem Satelliten. Dieses offene Eingeständnis verdeutlicht die Herausforderung, die eigene Identität zu bewahren, während man mit einer dominanten Persönlichkeit verheiratet ist. Furtwängler nahm diese Dynamik jedoch nicht übel, sondern meinte, sie habe ihre eigene Entwicklung gefördert. Es klingt unglaublich klischeehaft, gab sie zu, aber das hat vielleicht ein noch größeres Bedürfnis geweckt, mich selbst und meine eigene Welt zu finden. Diese Suche nach der eigenen Identität wurde zu einer entscheidenden Reise während ihrer Ehe. Die Schauspielerin hat bei ihrer Berufswahl den Geist der Grenzüberschreitung verinnerlicht und erklärt, dass es ihr Spaß macht, die Grenze zwischen dem, was gesellschaftlich noch akzeptiert ist, und dem, was ein wenig darüber hinausgeht, zu erforschen. Sie fügte hinzu, ich mag es, zu irritieren, was auf den Wunsch hindeutet, sich von Erwartungen und Zwängen zu befreien. Auch nachdem ihre Trennung im August 2022 bekannt wurde, blieb der respektvolle Charakter ihrer Beziehung offensichtlich. In ihrer offiziellen Erklärung hieß es, sie seien seit einiger Zeit getrennte Wege gegangen, blieben aber in Freundschaft und Familie miteinander verbunden. Dieser freundschaftliche Ansatz setzte sich fort, und das Paar trat auch nach der Bekanntgabe ihrer Trennung gemeinsam bei Veranstaltungen auf, was von gegenseitigem Respekt zeugt, der über die romantische Partnerschaft hinausgeht. Interessanterweise behielten sie auch nach der Trennung die Wärme und Rücksichtnahme bei, die ihre Ehe auszeichneten. Bei einer Veranstaltung im Jahr 2023 wurde Furtwängler hinter Burda stehend fotografiert, mit ihrer Hand liebevoll auf seiner Schulter, was darauf hindeutet, dass sie trotz des Endes ihrer romantischen Beziehung erfolgreich zu einer bedeutungsvollen Freundschaft übergegangen waren, vor allem um ihrer Kinder willen. Während ihrer 3 gemeinsamen Jahrzehnte navigierten Maria Furtwängler und Hubert Burda durch das komplexe Terrain des Gleichgewichts zwischen individueller Entwicklung und Partnerschaft und mussten schließlich feststellen, dass sich ihre Wege trennten, auch wenn ihr gegenseitiger Respekt bestehen blieb. Die offizielle Trennung, was wir damals wussten. Am 15. August 2022 schloss sich ein bedeutendes Kapitel der deutschen Promikultur. Maria Furtwängler und Hubert Burda gaben nach mehr als 3 Jahrzehnten offiziell ihre Trennung bekannt. Die Nachricht, die durch einen Sprecher überbracht wurde, markierte das öffentliche Ende einer der dauerhaftesten und prominentesten Ehen in Deutschland. Die offizielle Trennung wurde durch einen Sprecher von Maria Furtwängler bekannt, der die Nachricht am 15. August 2022 gegenüber der deutschen Presseagentur dpa bestätigte. Interessanterweise geht aus der offiziellen Erklärung des Paares hervor, dass die tatsächliche Trennung viel früher stattgefunden hat als die öffentliche Bekanntgabe. Das Paar bestätigte, dass sie schon seit einiger Zeit getrennte Wege gehen, was darauf hindeutet, dass die physische oder emotionale Trennung der öffentlichen Bekanntgabe auf unbestimmte Zeit vorausging. Schon Wochen vor der Bekanntgabe waren für aufmerksame Beobachter subtile Anzeichen ihres getrennten Lebens sichtbar geworden. So besuchte Hubert Burda im Frühsommer 2022 allein die Geburtstagsfeier seines Freundes Helmut Markwort, während Maria Furtwängler gleichzeitig beim Bayerischen Filmpreis auftrat, getrennte Auftritte, die seltsamerweise so normal erschienen, dass sich niemand darüber wunderte. Darüber hinaus zählten die Medien nach der Ankündigung akribisch die immer seltener werdenden gemeinsamen Auftritte des Paares in den letzten Jahren und stellten fest, dass es bereits vor der offiziellen Erklärung zu einer allmählichen körperlichen Trennung gekommen war. Das Paar veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Situation und ihre zukünftigen Absichten sorgfältig darlegten. In der Erklärung heißt es, Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen seit einiger Zeit getrennte Wege. Sie bleiben einander freundschaftlich
und familiär verbunden. Auch im Hinblick auf ihre beiden gemeinsamen Kinder und werden dies auch in Zukunft so handhaben. In der Erklärung wird betont, dass die beiden weiterhin familiär verbunden sind und sich für eine freundschaftliche Beziehung einsetzen. Vor allem im Interesse ihrer beiden erwachsenen Kinder. Elisabeth Furtwängler, 30, Musikerin, und Jakob Burda, 32, Digitalunternehmer. Über diese sorgfältig formulierte Erklärung hinaus gaben weder Furtwängler noch Burda weitere Einzelheiten über ihre Trennung bekannt. Dieser Vorbehalt entsprach ihrer langjährigen Einstellung zu persönlichen Angelegenheiten, da sie ihr Familienleben während ihrer jahrzehntelangen Beziehung erfolgreich weitgehend privat gehalten hatten. Die Ankündigung löste ein sofortiges Medienecho aus, stieß jedoch auf überraschend wenig Empörung. Wie eine Quelle anmerkte, scheint niemand überrascht zu sein, dass diese Ehe nun geschieden wird. Der würdevolle Umgang des Paares mit der Trennung zog positive Vergleiche mit anderen prominenten Scheidungen nach sich. Im Gegensatz zu anderen prominenten Trennungen wurde die Trennung von Furtwängler und Burda mit bemerkenswerter Diskretion vollzogen. Eine Publikation verglich ihre Trennung mit der umstrittenen Scheidung zwischen der Schauspielerin Jerry Hall und dem 91-jährigen Rupert Murdoch, bei der die Scheidungspapiere Berichten zufolge kurz vor dem Besteigen eines Privatjets übergeben wurden. In dem Artikel heißt es: Im Hause Burda geht es zivilisierter zu. Man behält gerne die Kontrolle, auch über die eigenen Gefühle. Einige Medien bezeichneten die Ankündigung als unerwartet und eine Quelle behauptete, niemand hat erwartet, dass diese Ehe endet. Diese Sichtweise unterstreicht den Erfolg des Paares bei der Aufrechterhaltung des äußeren Erscheinungsbildes trotz ihrer internen Herausforderungen. Ein besonders aufschlussreiches Detail ergab sich aus der Medienanalyse von Furtwänglers früheren öffentlichen Äußerungen. Nur wenige Wochen vor der Ankündigung hatte sie auf dem Münchner Filmfest ein Interview gegeben, das mit dem heutigen Wissen zweideutig erscheint. Diese Beobachtung deutete darauf hin, dass selbst in ihren öffentlichen Auftritten für aufmerksame Beobachter subtile Hinweise auf ihre Trennung vorhanden gewesen sein könnten. Während der gesamten Medienberichterstattung wurde die Privatsphäre des Paares respektiert, was die Würde widerspiegelt, mit der sie ihre Beziehung seit über 30 Jahren geführt haben. 3 Jahre später, Maria bricht ihr Schweigen. Fast 3 Jahre lang hielt sich Maria Furtwängler nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung von Hubert Burda zurück, wenn es um ihre Beziehung ging. Jetzt hat die gefeierte Tatortdarstellerin begonnen, Einblicke in ihr Privatleben zu geben, die unerwartete Verletzlichkeiten und neue Perspektiven auf ihr Leben nach der Trennung offenbaren. In einem aufschlussreichen Podcast-Auftritt auf der blauen Couch des BR gab Furtwängler eine überraschende Selbsteinschätzung ab, die ihrem öffentlichen Image widerspricht. Ich glaube, ich wirke sehr selbstbestimmt, aber ich bin oft ängstlich und zögerlich, gestand sie. Dieses ehrliche Eingeständnis eröffnete eine ganz neue Dimension des Verständnisses der Frau, die als eine Hälfte des prominentesten deutschen Powerpaars jahrzehntelang im Rampenlicht stand. Das Interview markierte eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise, wie Furtwängler sich in der Öffentlichkeit präsentierte. Nachdem sie jahrelang ihr Privatleben sorgfältig verwaltet hatte, sprach sie plötzlich über persönliche Unsicherheiten, die nur wenige hinter ihrem selbstbewussten Äußeren vermuteten. Diese Enthüllung kam für viele Fans überraschend, die sie lange Zeit als die Verkörperung von Selbstbewusstsein wahrgenommen hatten, sowohl in ihren beruflichen Rollen als auch bei öffentlichen Auftritten. Neben ihren persönlichen Enthüllungen sprach Furtwängler auch offen über schwierige Erfahrungen in ihrer Karriere. In einem weiteren markanten Interview mit Bild sprach sie über unangenehme Begegnungen mit Männern am Filmset und hinter der Bühne. Rückblickend auf diese Situationen stellte sie ihre eigenen Reaktionen in Frage. Heute fragt sich Furtwängler, warum sie diese Männer nicht sofort in die Schranken gewiesen oder ihnen eine Ohrfeige verpasst hat, als sie sich auf dem Filmset oder hinter der Bühne missbräuchlich verhielten.
Bislang hatte die Schauspielerin nur selten derart verletzliche Berichte über ihre Erfahrungen in der Unterhaltungsindustrie veröffentlicht. Diese neu entdeckte Bereitschaft, über unbequeme Wahrheiten zu sprechen, bedeutete eine deutliche Abkehr von ihrer bisherigen Vorgehensweise in der öffentlichen Kommunikation. Der Zeitpunkt von Furtwänglers Entscheidung, offener zu sprechen, scheint mit einer umfassenderen persönlichen Veränderung nach ihrer Trennung von Burda zusammenzuhängen. Derzeit konzentriert sich ein Großteil ihrer Energie auf die Lobbyarbeit ihrer Malisa Stiftung, die sie zusammen mit ihrer Tochter Elisabeth gegründet hat. Die Stiftung setzt sich für Frauenrechte, Geschlechtergleichstellung, Biodiversität und Klimaschutz ein. In Wirklichkeit hatte ihre Lobbyarbeit schon vor dem Bekanntwerden der Trennung an Dynamik gewonnen. Im Jahr 2016 verfasste sie gemeinsam mit der deutschen Ministerin Manuela Schwesig einen Meinungsbeitrag, in dem sie die Notwendigkeit eines schärferen Gesetzes gegen sexuelle Gewalt und eines Endes der Stereotypisierung von Frauen und Männern, insbesondere in den Medien, betonte. Doch nach der Trennung scheint ihr Engagement für diese Anliegen noch größer geworden zu sein. Ihre Bereitschaft, offen über Familienangelegenheiten zu sprechen, zeigte sich auch in einem Interview mit T-Online im Dezember 2023, in dem sie über die Herausforderungen sprach, die Feiertage mit einer komplexen Familienstruktur zu meistern. Es ist schon so schwierig, Weihnachten ohne allzu schwere Verletzungen zu überstehen. Und dann kommt auch noch die Patchwork-Herausforderung hinzu. Je mehr Familienkonstellationen zusammenkommen, desto schwieriger wird es natürlich. Sie führte die Komplexität mit bemerkenswerter Genauigkeit weiter aus. Meine Stiefmutter mit meinen Halbbrüdern aus der dritten Ehe meines Vaters oder mein Bruder mit seiner dritten Frau. Bemerkenswert ist, dass Furtwängler und Burda trotz ihrer Trennung ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Bei der Bambi-Verleihung 2024 strahlt Maria Furtwängler in ihrem weinroten Samtanzug, während ihr Ex-Mann sie in den Armen hält. Diese öffentliche Demonstration der fortbestehenden familiären Einheit deutet darauf hin, dass ihre zunehmende Offenheit eher aus einem Gefühl der Entschlossenheit als aus anhaltendem Groll kommt. Zweifellos spiegelt diese Entwicklung hin zu mehr Transparenz Furtwänglers persönliches Wachstum nach der Scheidung wider. Als Schauspielerin, Ärztin und Anwältin hat sie sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder neu erfunden. An diesem Punkt ihres Lebens, im Alter von 58 Jahren, scheint sie ein Stadium erreicht zu haben, in dem authentischer Selbstausdruck Vorrang vor der Aufrechterhaltung eines sorgfältig gepflegten öffentlichen Images hat. Das schockierende Geheimnis um Hubert Burda. In einer verblüffenden Enthüllung, die in deutschen Medienkreisen für Aufsehen sorgte, lüftete Maria Furtwängler ein lange gehütetes Geheimnis über die Anfänge ihrer Beziehung mit dem Verlagsmagnaten Hubert Burda. Dieses unerwartete Geständnis lässt ihre 3 Jahrzehnte währende Ehe in einem völlig neuen Licht erscheinen und bietet einen tieferen Einblick in die Dynamik, die ihre Partnerschaft von Anfang an geprägt hat. In einem Dokumentarfilm über die Familiendynastie Furtwängler gab Maria freimütig zu, dass sie und Hubert ihre Beziehung ein ganzes Jahr lang verheimlicht hatten. Mir war klar, dass diese Beziehung nicht die Zustimmung meiner Mutter finden würde, gestand sie in Deutsche Dynastien, die Furtwänglers. Die Schauspielerin verriet, dass der Einfluss ihrer Mutter zuvor ihre romantischen Entscheidungen beeinflusst hatte, was das Paar dazu veranlasste, ihre aufkeimende Beziehung vor den Augen der Öffentlichkeit zu schützen. Ich fand es schrecklich, gab Maria zu und erklärte damit ihr Bedürfnis nach Geheimhaltung. Ihre Tarnung flog schließlich auf, als ein Freund ihrer Mutter sie während einer Reise nach New York entdeckte. Diese Enthüllung enthüllte ein bisher unbekanntes Kapitel in der Geschichte des scheinbar unkomplizierten Powerpaares. Der Altersunterschied von 26 Jahren zwischen den beiden, Maria war gerade 25 Jahre alt, als sie den 51-jährigen Burda heiratete, hatte zu unmittelbaren Spannungen in der Familie geführt. Ihre Mutter
Catherine Ackerman war zunächst entsetzt über die Beziehung und sagt in der Dokumentation ganz offen: Ich fand es unmöglich. Erst als sie die wahren Gefühle ihrer Tochter erkannte, akzeptierte sie schließlich die Beziehung. Diese Enthüllung rekontextualisiert im Wesentlichen die Grundlage ihrer Ehe und zeigt, dass selbst zu Beginn äußerer Druck und Machtdynamik wichtige Faktoren waren. Was für Außenstehende wie eine nahtlose Verschmelzung von Unterhaltungsindustrie und Verlagswesen aussah, war in Wirklichkeit eine Beziehung, die von Anfang an auf Widerstand stieß und bewusst geschützt werden musste. Im Laufe ihrer Ehe entwickelte Maria nach und nach Strategien, um ihre Identität zu bewahren, während sie mit einer so mächtigen Figur verheiratet war. In einem aufschlussreichen Interview mit dem Spiegel aus dem Jahr 2012 beschrieb sie, dass sie im Schatten ihres extrem starken und selbstbewussten Mannes leicht zu einem Teil der Umgebung, einem Satelliten wurde. Folglich entwickelte sie ein noch größeres Bedürfnis, mich selbst und meine eigene Welt zu finden. Dieses Ringen um eine unabhängige Identität trug wahrscheinlich dazu bei, dass sich die beiden in späteren Jahren immer weiter voneinander entfernten. Wenn man diesen Zusammenhang versteht, wird die letztendliche Trennung verständlicher, da sie eher den Höhepunkt von Marias jahrzehntelangem Weg zur Selbstbestimmung darstellt, als eine plötzliche Entscheidung. Die Enthüllung über die geheimnisvollen Anfänge der Beziehung löste gemischte Reaktionen bei denjenigen aus, die dem Paar am nächsten stehen. Insbesondere bestätigte sich, was viele in ihrem inneren Kreis vermutet hatten, dass das Machtungleichgewicht und der Altersunterschied von Anfang an zu Komplikationen geführt hatten. Mehrere Freunde äußerten, dass die Enthüllung ihnen half, die Dynamik des Paares während ihrer Ehe besser zu verstehen. Ungeachtet dieser frühen Herausforderungen hielt das Paar den familiären Zusammenhalt während ihrer gesamten Ehe und darüber hinaus aufrecht. Als Beweis für ihre anhaltende Familienbande erschienen Maria und Hubert gemeinsam zur Bambi-Verleihung 2024, wo Maria Furtwängler in ihrem weinroten Samtanzug strahlt, während ihr Ex-Mann sie in den Armen hält. Sie posierten glücklich mit ihren beiden Kindern Elizabeth und Jacob und bewiesen damit, dass es ihnen trotz der geheimen Anfänge und der endgültigen Auflösung ihrer Ehe gelungen ist, eine dauerhafte Familienverbindung aufzubauen. Für viele, die ihre Beziehung über Jahrzehnte hinweg verfolgt hatten, brachte diese Enthüllung endlich Klarheit über die wahre Natur einer der prominentesten Ehen Deutschlands, einer, die im Verborgenen begann, sich durch Komplexität entwickelte und sich schließlich in eine ganz andere Art von Partnerschaft verwandelte, wie die Enthüllung Marias Leben veränderte. Das Gewicht von Geheimnissen kann transformativ sein, wenn man sie endlich loslässt. Nachdem sie die Wahrheit über die Anfänge ihrer Beziehung zu Hubert Burda enthüllt hatte, begab sich Maria Furtwängler auf eine bemerkenswerte Reise der persönlichen Neuerfindung, die ihre Einstellung zum Leben, zur Karriere und zum Engagement für andere verändert hat. Das offene Sprechen über die verborgenen Aspekte ihrer Beziehung zu Burda bewirkte eine tiefgreifende Veränderung in Furtwänglers Gefühlswelt. Nachdem sie erzählt hatte, dass sie ihre Beziehung aufgrund der Missbilligung durch die Familie ein ganzes Jahr lang verheimlicht hatte, zeigte sie sich bei den folgenden öffentlichen Auftritten sichtlich erleichtert. Diese neue Transparenz bedeutete eine entscheidende Abkehr von der jahrzehntelangen, sorgfältigen Imagepflege. Dementsprechend entwickelte sich ihre öffentliche Persona von der geschliffenen, zurückhaltenden Hälfte des deutschen Powerpaares zu einer Person, die authentische Verletzlichkeit zeigt. In ihrem Podcast-Auftritt auf der blauen Couch gab sie offen zu, was nur wenige ahnten: Ich glaube, ich wirke sehr selbstbestimmt, aber ich bin oft ängstlich und zögerlich. Dieses Eingeständnis spiegelt eine Frau wider, die sich nicht mehr in erster Linie über ihre Ehe definiert. Von nun an begann Furtwängler, Aspekte ihrer Identität zu erforschen, die während ihrer Ehe unterentwickelt geblieben waren, nachdem sie sich zuvor als Teil der Umgebung,
als Satellit im Schatten Burdas beschrieben hatte, stellte sie nun ihre eigene Erzählung in den Vordergrund, ohne auf den Einfluss ihres ehemaligen Mannes zu verweisen. Die Enthüllung diente auch als Katalysator für Furtwänglers berufliche Entwicklung. Obwohl sie nach wie vor für ihre schauspielerische Arbeit bekannt ist, definiert sie sich zunehmend über ihr Engagement für die Malisa Foundation, die sich für die Rechte der Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter, die biologische Vielfalt und den Klimaschutz einsetzt. Dieser Wechsel von der Unterhaltung zum Aktivismus war eine bewusste Entscheidung, ihre öffentliche Arbeit mit ihren persönlichen Werten in Einklang zu bringen. Offensichtlich erstreckte sich dieser Wandel auch darauf, wie sie mit der komplexen Familiendynamik umging. In einem Interview im Dezember 2023 sprach sie mit erfrischender Direktheit über die Weihnachtsfeiern mit ihrer Großfamilie. Es ist schon so schwierig, Weihnachten ohne allzu schwere Verletzungen zu überstehen. Und dann kommt auch noch die Patchwork-Herausforderung hinzu. Dieser direkte Ansatz steht in deutlichem Gegensatz zu ihrem früheren zurückhaltenden Kommunikationsstil. Auch Furtwänglers Beziehung zu Burda hat sich zu etwas Unerwartetem, aber Gesundem entwickelt. Bei der Bambi-Verleihung 2024 traten sie gemeinsam mit ihren Kindern Elizabeth und Jacob auf und bewiesen damit, dass ihre Verbindung über die romantische Partnerschaft hinausging, ohne den familiären Zusammenhalt zu beeinträchtigen. Ihre anhaltende freundschaftliche Verbindung deutet darauf hin, dass die Ehrlichkeit über ihre Vergangenheit ihre Beziehung letztlich eher gestärkt als geschädigt hat. Maria Furtwängler hat sich damit für ein Leben entschieden, das von ihren eigenen Bedingungen bestimmt wird und nicht von ihrem Status als eine Hälfte von Deutschlands prominentestem Paar. Die Enthüllungen über ihre Vergangenheit mit Burda haben ihre Beziehung nicht beendet, sondern sie in etwas Authentischeres verwandelt, vielleicht das wertvollste Ergebnis des Bruchs ihres langen Schweigens. Von der Ehefrau zur Aktivistin, Marias Wandel. Über ihre Rollen als Schauspielerin und Ärztin hinaus vollzog sich Maria Furtwänglers tiefgreifendste Veränderung durch ihre Entwicklung von Hubert Burdas Frau zu einer beeindruckenden Verfechterin der Gleichberechtigung der Geschlechter. Diese Metamorphose bedeutete nicht nur einen Karrieresprung, sondern eine grundlegende Neudefinition ihrer öffentlichen Identität. Im Jahr 2016, als ihre Ehe mit Burda in die letzten Jahre ging, gründete Furtwängler gemeinsam mit ihrer Tochter Elizabeth die Malisa Foundation. Die Hauptaufgabe der Organisation besteht darin, schädliche Geschlechterstereotypen in den Medien zu bekämpfen und eine vielfältige Darstellung von Frauen und Männern zu fördern. Die nach Maria und Elisabeth, Malisa benannte Stiftung spiegelt Furtwänglers Engagement für einen nachhaltigen sozialen Wandel über ihre Schauspielkarriere hinaus wider. Die Arbeit der Stiftung erstreckt sich über mehrere Initiativen, die sich vor allem auf die Rechte der Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter, die biologische Vielfalt und den Klimaschutz konzentrieren. Bereits vor der Gründung von Malisa hatte Furtwängler begonnen, sich für diese Themen einzusetzen. Im Jahr 2016 verfasste sie gemeinsam mit Bundesministerin Manuela Schwesig einen Meinungsbeitrag, in dem sie die Notwendigkeit eines schärferen Gesetzes gegen sexuelle Gewalt und ein Ende der Stereotypisierung von Frauen und Männern, insbesondere in den Medien, betonte. Ihr Aktivismus hat sie auch über die Grenzen Deutschlands hinausgeführt. In Fällen, in denen Frauen weltweit von geschlechtsspezifischer Ungleichheit betroffen sind, hat Furtwängler ihre Plattform genutzt, um für Veränderungen einzutreten. Die Stiftung führt regelmäßig Forschungsstudien durch, in denen die Darstellung von Frauen und Männern in den Medien untersucht wird und veröffentlicht Ergebnisse, die dazu beitragen, die Diskussion über die Darstellung in der Branche zu beeinflussen. Furtwänglers Übergang von einem Leben in Burdas Schatten zu einer unabhängigen Fürsprecherin ist eine deutliche Parallele zu ihrer persönlichen Entwicklung. Jahrzehntelang beschrieb sie sich selbst als leicht zu einem Teil der Umgebung, einem Satelliten, im Verhältnis zu ihrem extrem starken und selbstbewussten Ehemann.
Diese gelebte Erfahrung, sich in einer Beziehung mit erheblichem Machtungleichgewicht unterlegen zu fühlen, hat wahrscheinlich ihre Leidenschaft für die Wahrung der Identität und der Stimme von Frauen geschürt. Nach der Trennung intensivierte sie ihre anwaltschaftliche Arbeit, da sie der Meinung war, dass die persönliche Befreiung eine berufliche Neuerfindung ermöglichte. Daraufhin begann sie, offener über unangenehme Erfahrungen zu sprechen, die sie im Laufe ihrer Karriere gemacht hatte, darunter auch Situationen, in denen sich Männer an Filmsets oder hinter der Bühne unangemessen verhielten. Analog zu ihrem eigenen Weg zu authentischem Selbstausdruck ermutigt Furtwänglers Stiftung, Frauen, sich von einschränkenden Stereotypen zu befreien. Ihre persönliche Wandlung von der Ehefrau zur Aktivistin steht für genau die Veränderung, die sie bei anderen bewirken möchte. Weg von der Definition durch Beziehungen hin zur Selbstdefinition. Was dies für Frauen in ähnlichen Situationen bedeutet. Maria Furtwänglers Weg von einer Beziehung, die von einem Machtgefälle geprägt war, zu einer kämpferischen Fürsprecherin bietet wertvolle Einblicke für unzählige Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Ihre Geschichte geht über den Promi-Klatsch hinaus und dient stattdessen als kraftvolle Vorlage für die Rückgewinnung der eigenen Identität, nachdem man jahrelang im Schatten eines anderen gelebt hat. In erster Linie zeigt Furtwänglers Erfahrung, wie wichtig es ist, die eigene Stimme zu finden, selbst in Beziehungen, die von Machtunterschieden geprägt sind. Sie gab freimütig zu, dass sie sich gegenüber ihrem extrem starken und selbstbewussten Ehemann wie ein Satellit fühlte und kanalisierte diese Erfahrung, um ihre Suche nach persönlicher Identität zu motivieren. Diese Transformation zeigt, wie Herausforderungen zu Katalysatoren für Wachstum werden können. Insbesondere ihr Ansatz der Interessenvertretung spiegelt ein tiefes Verständnis dafür wider, wie sich Geschlechterstereotypen auf Frauen in allen Gesellschaftsschichten auswirken. Die Frauen müssen dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Und das geschieht völlig unabhängig davon, in welcher sozialen Schicht es stattfindet, sagt sie über die geschlechtsspezifischen Erwartungen, die unabhängig von Status und Wohlstand bestehen. Die statistische Realität, mit der sie konfrontiert wird, ist ernüchternd. 180.715 Fälle von häuslicher Gewalt, 52.300 TT30 Sexualdelikte und 938 Frauenmorde wurden in den letzten Jahren gegen Frauen verübt, wobei die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich viel höher sind. Anders ausgedrückt, ihre Arbeit befasst sich mit einer weit verbreiteten gesellschaftlichen Krise und nicht mit einzelnen Vorfällen. Furtwänglers Bereitschaft, ihre persönlichen Kämpfe mitzuteilen, hat ihre Fürsprache eindeutig gestärkt. Sie stellt sich nicht als makellos dar, sondern gibt zu, dass sie trotz ihres selbstbestimmten Auftretens oft ängstlich und zögerlich ist. Ein Eingeständnis, das ihren Weg für normale Frauen zugänglich macht. Ihr Film »Die bis zur Wahrheit« stellt bewusst die Opferperspektive in den Mittelpunkt und bricht damit mit den traditionellen Erzählungen, die sich auf die Täter konzentrieren. Die Opferperspektive bleibt oft im Hintergrund. Genau das wollten wir ändern, erklärt sie ihre Produktionswahl. Vor allem aber zeigt Furtwängler, dass es nicht nur möglich ist, aus dem Gefühl der Beeinträchtigung in einer Beziehung herauszukommen und die eigene Kraft zurückzugewinnen, sondern dass dies auch die Grundlage dafür sein kann, anderen dabei zu helfen, ähnliche Herausforderungen mit mehr Selbstvertrauen und Unterstützung zu bewältigen. War es richtig von Maria, diese Wahrheit jetzt mitzuteilen, oder sollten einige Kapitel geschlossen bleiben? Kommentieren Sie unten, Ihre Stimme zählt. Wenn Sie diese Geschichte bewegt oder zum Nachdenken angeregt hat, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie sie und drücken Sie die Glocke, denn wir fangen gerade erst an, die Geschichten zu erzählen, die gehört werden müssen.